Hallo. Hallo Pyjama-Freunde. Hallo Pyjama-Freunde. Hallo Pyjama-Freunde. Wir haben Pyjama an, weil das sehr wichtig ist, dass man zu Hause noch ein Pyjama-Freunde. Das war ja mal unerwartet. Weil da sehr wichtig ist, dass man zu Hause bleibt. Und wenn man Pyjama anlässt, kommt man gar nicht mal auf die Idee rauszugehen. Genau. Außer vielleicht die Mist wegzuschmeißen. Ja, der Mist, den schmeißen wir unten weg, da gehen wir nicht raus. Ja, wie gesagt, in die harten Zeiten bitte zu Hause bleiben. Und die nicht zu Hause bleiben können, an die geht auch ein großes Dankeschön, dass die für uns arbeiten. Ne? Ja. Ich bin die nächsten 3 Monate zu Hause, so wie es ausschaut. Ich werde nicht viel Arbeit haben. Nachher zeige ich euch dann noch ein Video von meinen letzten Arbeitstage in meiner Firma. Das war schon recht spooky, sag ich mal. Und heute besprechen wir unseren Panzer, was wir so gemacht haben. Und es gibt auch ein paar Problemchen, leider. Ja. Der Gregor zeigt mal die Kette her, die zweite, die ist fertig. Das ist die, komplett fertig. Halt mal auf, du, sieh mal auf da, damit man sieht, wie lang die ist. Komplett fertig. Ich habe sie auch schon oben. Ja. Nur leider laufen die Motoren nicht besonders im Gleichklang, sag ich mal. Deswegen manchmal gehen sie auch einfach aus. Deswegen haben wir auch ein Zahnrad. Da haben wir auch ein Zahnrad zerstört. Ja, ein Zahnrad musste ich musste das Ganze rausnehmen. Ja. Den Motor, ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ich musste den einen Motor rausnehmen und das Zahnrad rausnehmen ging nur, wenn ich es kaputt mache. Ja. Aber kein Problem, das kann man nochmal drucken. Dann zeigen wir euch auch, wie man den Zeichnen im Tinkercad von einem Kunden, der einen bestellt hat, einen Panzer. Genau, ja. Namens Quinten. Der Quinten hat einen Panzer bestellt und wir wollen euch dann zeigen, wie man im Tinkercad den macht. Das ist auch ein M4, aber ein bisschen eine andere Version. Ein Firefly heißt der. Und ja. Hier ist Hammer, hier ist Axt. Von unten können wir fast alles verwenden. Ja. Das bleibt gleich, nur der Turm und dieser Teil hier, der muss halt, schaut so ähnlich aus, aber schaut ein bisschen anders aus. Ja, zum Beispiel die Kanone wird, glaube ich, weg. Ja, der hat vorhin, glaube ich, keine Kanone. Dafür eine längere, viel länger, so ungefähr. Eine auch schönere Kanone eigentlich, ist ein sehr schöner Panzer. Und ja, das zeigen wir euch dann auf einem Bildschirmvideo machen wir dann. Also nicht dann sind die Hände nicht im Weg. Genau. Was ich euch, ja bitte. Was ich hier machen werde, ist die Kabel einfach kürzer machen. Ich glaube, dann fließt der Strom besser zu den Motoren. Ja. Also sie sind schon so lang. Also da sind einmal die alten Kabel, dann habe ich noch welche dran gelötet. Das Ganze wird ein bisschen zu lang geraten sein, denke ich mir. Also das ist mal das erste Troubleshooting, was ich machen kann, dass das besser funktioniert. Es war eh nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, also die Motoren gingen halt hin und wieder mal aus, dann gingen es wieder. Es hat sich nicht so ganz synchron gedreht, aber ich meine, schauen wir, dass wir es noch verbessern, aber es war schon okay. Die Geschwindigkeit ist wunderbar. Ja bitte, ist da jetzt eingefallen? Du willst auch hier sitzen, sozusagen. Der da drauf gehört. Ist nicht komplett besprüht, ein bisschen ist es unten schon besprüht, aber halt nicht ganz. Ja. Halt von den. Also mit diesem Mechanismus bin ich auch zufrieden. Ja. Der haltet gut. Ja, sehr gut. Ich wollte halt nicht, dass das, wenn man es oben angreift, dass das rausfällt. Und es dreht sich auch wirklich sehr, du schießt auf mich. Sehr gut. Wir schalten jetzt dann drauf auf das Zeichenvideo. Und nachher gibt es dann noch meine letzten Arbeitstage. Papa. Bis später, tschüss. Papa, ja? Da sind wir wieder. Jetzt haben wir eine Weile gebraucht. Ist das ein Video? Ja. Bis wir Also wir werden jetzt nicht gefilmt, aber es zeichnet uns den Bildschirm auf. Jetzt haben wir halt eine Weile gebraucht. Mach mal den Panzer auf. Bis es bis es gegangen ist. Ja, wir haben ewig gewartet. Ja, so 10 Minuten oder so. Es werden jetzt sicher sehr viele
im Tinkercad da herum machen. So, hier ist der Panzer vom Quinten, ein M4 Firefly, heißt der. Geil. Den haben wir gekauft. Cheesy Trader heißt die Firma. Ja, wir schreiben das dann unten hin, wie die Firma heißt, wo man die kaufen kann. Es hat $12 gekostet, das Pfeil, und ist sehr schön, sehr schöne Details, wirklich schön, perfekt. Als erstes werden wir den Panzer mal auf die Räder stellen. Ja, genau hier, ja. Auf 90, so, aber das können wir so einstellen. 90. So. Jetzt setzen wir ihn runter auf den Boden. Das heißt, mit diesen hier, ja, auf 0. Hier auf 0. Das war hier. 0, einfach 0. 0. Ja, jetzt steht er am Boden. So, und jetzt werden wir uns, also wir müssen diese Ketten hier wegschneiden, weil die sind natürlich nicht zu gebrauchen. Da fährt gar nichts. Das heißt, wir werden einmal den unteren Teil komplett wegschneiden. Ja. Als erstes würde ich sagen. Das heißt, wir nehmen hier so ein Viereck, Quader, rüber zum Schneiden, verwenden wir den. Da muss ich sagen, müssen wir mal die Länge von denen abmessen. Ja, genau. 425,36 gibst du da unten ein. Ja, hier, genau, hier. 425. Oder machen wir 450. Oder mach 400. Mach 500. Okay. Mach 500. Der Manuel wird im Hintergrund gerade gebadet, also nicht abgeschlachtet. Nein, hier. Oh. Nein, er wird gerade geduscht. Geduscht, Haare waschen, das ist nicht so sein Ding, ja. Nochmal anklicken und 500 reinschreiben. Ja, Enter, genau. Die Breite schauen wir uns an, wie breit der ist. Hier, 144, da mach 160 schreibt rein. Breit. Genau. So, jetzt fahr mit dem Ganzen. Bleib auf der Bau, fahr unter dem Panzer. Ist jetzt irgendwie nicht breit genug. Muss es noch breiter machen. Ja. Und 200 macht 200. Ja. Ja, genau. Jetzt schiebt das nochmal drunter. Zu dir. Ja. Ich schau mal. Schaut gut aus. Nein. Schieb das ganz drunter. Ganz unter dem Panzer. Ja. Also. So, genau. Schau, du kannst es auch so machen. Hoch, die Höhe muss man jetzt noch. Du brauchst nicht immer schreiben, du kannst es einfach nur so hier ziehen auch. Ja. Du kannst ziehen auch. So. Und jetzt die Höhe, genau. Und die Höhe, da kann man nichts schreiben, weil die messen wir einfach, das ziehen wir einfach aus. Dazu schalte ich hier bei Fangraster, hier unten, Hier? ja, auch aus, damit dass das nicht so hupft. Und auf diesen ziehst du es einfach in die Höhe. Ja. Das geht. Noch nicht, da schaut noch nicht so gut aus. Jetzt. Wegschneiden. Schaut Jetzt wegschneiden. Halbwegs perfekt aus. Da gibt es allerdings noch ein Problem, also hier, weil da gefällt man da ist noch die Kette, das ist ja die Kette, der Teil da. Dieser Teil ist die Kette und den haben wir jetzt noch, weil der ist hell und das heißt, der ist noch nicht weggeschnitten. Leider geht der ein bisschen so schief rauf. Ja. Wurscht, wir schneiden es einfach einmal weg. Ja. Aber bevor wir es wegschneiden, Gregor, machen wir einen zweiten Panzer. Wir brauchen den unteren Teil dann auch noch. Das heißt, du drückst auf den Panzer mal. Ja. Ja.
und drückst auf Duplizieren. Ja. Jetzt haben wir einen zweiten, den kannst du irgendwo auf die Seite schieben. Jetzt haben wir zwei, genau. Ja, passt. So, und jetzt klickst den Panzer an, klickst mit dem Shift hier, mit dem Pfeil, auf das Ding. Ja, draufdrücken, ja, ist so. Und jetzt schneidest du es weg. Mit dem. Ich habe jetzt kein Shift mehr. Nein, kein Shift, ja. Braucht er kurz und jetzt haben wir es. So, jetzt gehen wir den wieder runter am Boden. Wo? Na, da musst du schon irgendwo ein bisschen wegscrollen. Da, mit dem da. Fast einfach auf 0. Ja, 0, na, ja, da geht's auch, hast recht. 0, genau. Jetzt haben wir am Boden. So, jetzt schauen wir uns das mal an, wie das ausschaut. Fahr mal hin, genau. Wir haben hier ein Problem. Ja, hier gibt es ein Problem. Das ist nicht schön. Da, wo ich die Maus habe. Ja, genau. Das sieht man auch, wie es vorne ausschaut, ziemlich schön. Wir werden da einfach die Kotflügel vom alten Panzer verwenden. Ja. Kein Hammer, keine Schaufel, gar nichts. Ja, der hat kein Werkzeug. Ja, der hat kein Werkzeug hinten. Dafür hat er dann eine Riesenkiste. Ja, da ist das Werkzeug wahrscheinlich drin. Genau. So, jetzt drehst du wir wollen nach vorne. Kanone hat er auch keine, gell? Ja, vorne hat er auch keine Kanone. Aber dafür hat er das hier, das hat unserer nicht. Ja, das ist... Und das hat unserer auch nicht. Und hier haben wir es, das haben wir auch nicht. Das haben wir auch nicht. Dann haben wir haben hier ein Guckloch, aber hier keins. Der hat auch drauf voll die schöne Kanone mit den Löchern. Das haben die österreichischen Panzer. Nicht da? Okay, Da. Ich muss mal weg. Hier, den schwarzen Punkt da. Ja, da. Jetzt vorüber. Genau. Noch größer, ja. Ja, und jetzt schiebt das ganze Kastel bis rüber, dass der auch weg ist. Ja, sehr gut. Also müssen wir den noch darüber bringen. Ja, mit dem. Wir machen es bis zu der Kante da. Bis daher. Wo dieser Strich ist, du es näher scrollen, dann siehst du es besser. Ja, noch näher. Genau, jetzt ein Stückchen noch. Stopp, das war zu viel. Genau hier. Zurück. Zurück. Ja. Warte, ich mach's noch. Da kannst du noch, weil da ist vorne auch ein Stückchen Das übergeblieben. So, das machen wir mal größer. Und jetzt, wenn wir das anklicken, können wir mit den Pfeiltasten hier auf der Tastatur, also nicht auf der Maus, noch ganz genau ranfahren. Also wenn du hier drückst, dann fährst du noch ein Stückchen zurück. Probier mal. Was tut sich da? Ja. Jetzt kommt noch ein Stückel noch. Na, zu viel. Zurück. Ja, so lassen wir es. Ja, das schneidet braucht ein bisschen. Schneiden. Und dann haben wir es jetzt. Da haben wir es jetzt aufgeführt hat. Da unten haben wir hier hatte das Gerüst. Ein kleines. Gib's mir mal kurz. Hier hat auch das Gerüst weggeschnitten. Das war das Gerüst weggeschnitten. Stimmt, ja. Das wollen wir nicht. Das machen wir da rückgängig. Ja, das Gerüst geht nicht. Da müssen wir es kleiner machen. Ja. Mach es runter. Das Gerüst brauchen wir. Runter. Weiter. Bisschen auf, noch auf. Ja. Jetzt geht's. Jetzt schneide das Gerüst nicht weg. Ja. Ja, so reicht. So. So ist es. Ja. Jetzt. Okay, immer wenn du auslässt, kupft es auf. Jetzt haben wir den Furz um. So, jetzt hier drauf drücken und unten drauf drücken. Und wegschneiden. Es braucht er. So, das schaut jetzt gut aus. Jetzt haben wir hier noch so eine komische Platte. Die werden wir noch gehört stopfen müssen. Na, die stopfen wir nicht, tun wir weg, weil die brauchen wir nicht. Ja. Die hier auch, die müssen wir auch wegschneiden. Wir können mal reinschauen in die Platte. Wir können einfach in den Panzer reinschauen. Ja. Ui. Aber da sieht man nichts. Okay, die tun wir jetzt auch weg mit einer schönen flachen.
Wing. Ah ja, Und sie kann man nehmen reinschauen. Panzer drinnen. Das sieht doch geil aus. Übrigens, der Simon hat eine mega gute Idee gehabt. Was denn? Diesen Motordeckel, was man hier sieht, Ja. dass man den wirklich Aufmachen als zum Öffnen machen, weil dann kommt man auch hinten zum Akku gut ran und so Ja. weiter. kann man- Weiß ich nicht, ob wir das jetzt für einen Quinten verwirklichen können, aber beim nächsten Panzer auf jeden Fall werden wir das machen. Ja. Wir können auch den Quinten fragen, ob er es haben will. Mhm. Ist natürlich noch mehr Aufwand, aber wenn er das will, dann ja. Oder vielleicht ist es sogar besser als mit den Schrauben. Na, ich überlege mir das noch. So, nächste Aufgabe. Diese komischen Dinger, was hier übergeblieben Ja, sind, ich zeig's euch. Die wegzugeben. sieht man auch hier. Die sieht man hier. Ja, diese Streifen, die kommen noch weg. Die brauchen wir nicht. Die hier. Sieht man sie. Okay, wir werden jetzt alleine weitermachen. Ja. Dann Und damit das Video nicht zu lange wird. Und beim nächsten Mal melden wir uns. Also ich habe jetzt genug Zeit. Und wir hauen einmal ein Video raus, damit euch auch nicht langweilig ist, weil ihr seid sicher auch eingesperrt, genauso wie wir, mehr oder minder. Und werden halt öfters Video machen jetzt. Wir haben jetzt schon 7 Abonnenten und würden uns wahnsinnig freuen. Wir brauchen noch mehr! Genau. Wenn es mehr wird. Simon, sagst du auch Tschüss? Der Simon war auch dabei, hat uns gute Tipps gegeben. Ja. Und Der hat. wir melden uns bald wieder. Das Tschüss. ist halt hier eine gute Idee. Hallo YouTube-Freunde. Heute zeige ich euch mal, was ich heute auflade. Hier auf ein Riesengerät. Einen ganz großen Stapler. So, jetzt sehen wir mal, wie groß das ist. Also ich muss, wie gesagt, dann noch nach hinten schieben. Ganz ran. Ja, bin schon froh, dass ich da überhaupt drauf gekommen bin. Mache das ja nicht so oft. Und dann geht es damit nach Graz. So, und schon bin ich auf der Autobahn. Habe noch eine kleine Bühne dazu geladen. Die wollte ich euch jetzt noch kurz zeigen. So. Sieht man hier hinten. Und dann geht es auch schon weiter. Gerade erfahren, dass der Senior-Chef der Firma Felbermayr, der Herr Felbermayr, gestorben ist. Das ist sehr traurig. Und schon ein blauer Panzer. Ja, das wird wahrscheinlich meine letzte Fahrt für lange Zeit sein, weil der Coronavirus leider alle Aufträge zunichte gemacht hat, die wir haben. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lang. Schauen wir mal. Im schlimmsten Fall 6 Monate. So, heute geht wirklich mein letzter Arbeitstag zu Ende. Bin noch in Oberösterreich gewesen. Pack jetzt zusammen und fahre nach Wien. Das war's dann. Vor diesem Corona-Krisenmodus. Zum Glück kriege ich mein Geld halt halbwegs weiterzahlt. Sicher mal 6 Monate. Dann hoffen wir alle, dass es vorbei ist. Ja. Schon beim letzten Mal glaubt, ich fahre zum letzten Mal. Wer weiß, was passiert. LKW-Fahrer werden ja gefragte Leute sein, nehme ich mal an. In der nächsten Zeit.
Alles klar. Bleibt's gesund. Ja, die Autobahn schaut ziemlich arg aus. Es sind quasi nur mehr ein paar LKWs unterwegs. Und das war's. Hin und wieder mal ein PKW. Die Umwelt freut sich. Der Rest ist, naja, unglaublich. Vielleicht sind das ja historische Aufnahmen hier. Und mein Akku geht gleich leer, geht gleich aus. Ja. So sieht das aus. Hier scheint für 10 Minuten noch die Sonne, dann geht sie unter. 18 Grad hat es in Graz und auch in St. Pölten, sonst in den Landeshauptstädten derzeit 17 Grad, am kühlsten in Linz mit 15 Grad. Die Wolken über Wiener Neustadt oder auch über dem Waldviertel, die werden jetzt mit Sonnenuntergang